32 Angler, 16 Boote, Richtig geil, Alter. 9 Nationen, 3 Zielfische, 2 Zonen Oh, das ist so böse, ey. und ein Pokal. Der YPC Boat 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, dem B1 Boot Center, wir bauen dein Boot, und der Anglerschmiede, dein Online-Weg zum Angelschein. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur zweiten Folge des YPC Boat 2023 und damit zum zweiten Teil des ersten Angeltages in Gruppe A. Momentan liegt der Titelverteidiger vom Team Nace mit Dustin Schöne und Felix Wegesser souverän in Führung. Dustin konnte schon 4 Hechte und Felix kürzlich einen guten Zander fangen. Mit 2 kleineren Zandern für Enrico Di Ventura ist LMAB momentan Zweiter. Marcel Weigel konnte den bisher einzigen Fisch für Rapala fangen. Er und Alban sind damit Dritter. Noch ohne Fisch rangieren Pascal Suyata und Josef Schmidt von Hearty Rice aktuell auf Platz 4. Während Hearty Rice sein Glück beim Flussangeln auf der Meerwede versucht, hat LMAB die Mündung der Dortschen Kiel verlassen und angelt jetzt auf dem westlichen Honlandsdiep, nicht weit von Nace und Rapala. Gut möglich, dass sie es nach den 2 Zandern nun auf Hecht versuchen wollen. Hey guys, willkommen zurück zum zweiten Folge der YPC Boat 2023. Ja, nicht viel hat sich verändert seit dem letzten Mal, wir uns gesehen haben. Wir stehen immer noch auf 2 Zander, worüber wir sehr glücklich sind tatsächlich, dass wir die bekommen haben. Jetzt sind wir im flachen Bereich. Wir probieren unterschiedliche Methoden hier, um zu versuchen, hoffentlich noch ein 3. oder 4. Fisch zu fangen und vielleicht sogar irgendwie eine andere Fischart. Also hier die Chance auf einen Hecht ist auch sehr, sehr groß. Und wir hoffen jetzt, wir haben 4 Stunden Zeit, die zweite Hälfte des Tages quasi, um 1 oder 2 Fische zu finden. Erstmal einen. Ja, ihr seht das hier auf der Karte ganz schön. Wir fischen jetzt auf dem Plateau oben und direkt in der Nähe von der Kante. Da hoffen wir uns, dass die Fische einfach hochziehen und auf der Suche nach Nahrung sind. Und dann kommen unsere beiden Köder, glaube ich, gerade gelegen. And one place that we may make a stop also is the beginning of the island, close to the rocks. Maybe there are a lot of people, but it's still always a good place. Which place? You know, on top of the island, close to the rocks. Yeah. It's we need to try it during the day, maybe one time. Yeah. I can feel the bottom now with the bait. So this is what we are looking for. You know, those small zebra mussels. You have them when the bottom is hard, so they grow on the rocks. So as soon as you find them, that means that you are fishing on the right spot. Ja, Leute, ihr habt es gesehen gerade. Alban hatte ein paar Muscheln dran am Köder und genau das ist es, was wir hier suchen. Und ja, wir sind auf jeden Fall richtig. Und ja, so langsam wird es wirklich Zeit, dass wir hier den nächsten Fisch kriegen. Schon einige Fehlbisse heute gehabt. Ja. Der nächste muss hängen. Oh, there's a lot of perch, but small perch. Ah, small, really okay. Small perch. Really small perch behind the lure. Okay, so it's yes, I think it was 3 or 5. okay. So perch. Not what we are looking for. No, but we are looking for the eater from then. Yes, exactly. Yeah. For the predator of those perch. Wir haben noch nicht mal kleine Barschbisse hier gehabt. Ich sag, wir haben noch nicht mal kleine Barschbisse hier gehabt. Ja. Nächster Spotswechsel ist angesagt. Ihr werdet uns heute viel beim Spothopping sehen, weil wir müssen die aktiven Fische finden, die fressen. Man könnte hier ausharren an manchen Stellen und warten, bis sie vorbeikommen, aber wir haben uns für Spothopping entschieden und relativ oft. Und der nächste Spot, der wird euch allen ganz bekannt vorkommen. Am nächsten Spot kommt dann Fisch, versprochen. Nur die Größe kann ich noch nicht sagen. Aber da muss
Der muss jetzt. Boah, war das ein Biss. Geil. Guter Fisch. Geil, Becky. Nicht so toll. Nicht so toll. Du machst das, ne? Boah, ich fall fast ins Wasser vor Aufregung. Boah, ein richtig guter Hecht. Ja? Ja. Wie groß? Oh, geil. Zieh, Digga, zieh. Zieh. Ah, das ist ein Meterfisch. Oh. Nein, nicht 5, doch. Oh. Komm, rein damit. Rein damit. Oh. Sehr gut, Wax. Köder schon draußen. Boah, war das ein Biss. Das ist ein Meterfisch. Hier, deine Brille. Den messen wir. Ganz so groß ist er doch nicht. Er ist 93. Super, Genau. Becky. 93 Zentimeter. Was ein Biss. Richtig schöner Fisch, der darf gleich wieder zurück. Sehr gut, Waxen. Der wollte auch zurück. Oh. Oh. Dankeschön. Predator? Predator 5 Inch 1005. Geiler Typ, Digga. Geil. Oh, ich zeige euch kurz den Köder. Der darf in den verdienten Ruhestand. Der Hecht hat ihm richtig gut. Oh, meine ganzen Hände bluten. Und du zitterst echt Ich zitter hart. wie sonst was. Oh. Oh, warum zitter ich denn so? Da ist der Gute. Zieh ich mir gleich einen neuen auf. Predator 5 Inch. Alter, bist du. 1005. Ich bin durch. Was ist denn los heute, ey? Ist doch gut, Alter. Geil. Sehr gut. Jetzt geht's gleich weiter auf Zander. Nace macht da weiter, wo sie aufgehört haben. Nach dem größten Zander des Tages fängt Felix auch den längsten Hecht. Ein Upgrade um 30 Punkte baut die Tabellenführung aus. Alter Schwede, die sind schon wieder in der eigenen Liga. Ja, Petri. There's a lot of in the group. Things happening. Oh. Felix caught a sander with 67 and Felix caught a pike from 93. Oh, nice. Oh yes, nice. Nice, nice, nice. Glückwunsch, Jungs. And Enrico caught a sander from 46. Yeah, Okay, we are late. We need to catch up. yeah. Okay, We go. yes, we go. Move to another spot. Ja, ja. Okay, ja. Wir können Team Nace auf jeden Fall sehen. Und da kamen gerade in kürzester Zeit 2 gute Fische. Ja, ein Hecht mit 93 und ein Zander mit 67. Wir gucken mal, auf welcher Tiefe die unterwegs sind. Müsste so auf der 6-Meter-Kante sein. Und ja, ähnliche Spots, wie wir vorhin auch gefischt haben, aber wir probieren es auf jeden Fall jetzt mal hier an dem Drop-Off von dem Plateau und ja, gucken, ob wir da auch erfolgreich sind. Wir werden auf jeden Fall mit Gummifischen jiggen und ja. Wir haben auch natürlich die Meldungen mitverfolgt in der Gruppe. Und da vorne fährt der Gruppenkopf, glaube ich. Ja, genau, man hört ihn schon. Also der Gruppenkopf, Dustin. Da ist Dustin. Ja, also wir haben natürlich mitbekommen, dass Dustin und Felix ganz gute Hechte gefangen haben. Lässt sich natürlich erstmal vermuten, dass die Hechte vernünftig beißen heute. Hoffentlich ist es auch der Fall. Ja, und jetzt sind wir in einem flachen Bereich und schauen wir mal. Ich meine, wir haben 4 Stunden, das ist nicht so wenig Zeit. Genau. Immerhin. Es wäre halt sehr gut, wenn wir entweder noch einen größeren Zander fangen würden, aber noch lieber wäre mir eigentlich ein Hecht oder ein Barsch.
um einfach die zweite Fischart irgendwie schon mal angekratzt zu haben. Denn ja, der Plan für den zweiten Tag ist definitiv Hecht und Barsche zu fangen. Aber immer besser, wenn man ein paar Feuer kriegt. Es ist schon immer besser, wenn man ein bisschen mehr Feuer, mehr Holz im Feuer hat, sagen wir mal so. Deswegen ja, angeln wir hier eigentlich recht unterschiedlich. Ich kurbel den großen Multivibe 5.0, wo halt gleichermaßen Zander und Hecht drauf gehen können. Also erstens, um den Zander vielleicht abzugraden, aber zweitens eben auch, um einen Hecht irgendwo zu fangen. Und Daniel angelt einen Twitchbait. Dementsprechend, da kann halt alles drauf gehen. Da kann sowohl Hecht, Zander, aber eben auch der ja, doch heiß begehrte Barsch drauf gehen. Und da hoffen wir jetzt mal, dass wir einen... Da, Nachläufer. Ah, nein, was war das? Zander. Nein. Ja. Ah. Kannst du marken hier? Ja, musst du auf Marken drücken. Ja, wo ist Marken? Ja, markieren. So, Spotwechsel. Mal gucken, was hier so geht. Hier sieht man auf jeden Fall sehr viel Struktur auf dem Boden. Das ist schon mal gut. Los geht's. Weiter geht's. Trotz zweier guter Fische am zweiten Spot wechselt Team Nace erneut die Stelle. Und auch Harty Rice setzt das angekündigte Spot-Hopping fort. So, das ist jetzt unser, sagen wir mal, höchster Spot in der Meerwetter. Weiter fahren wir nicht mehr den Fluss hoch. Wir haben hier im Training ganz gut gefangen, auch wenn es keine Riesen waren, aber doch etliche Fische, hauptsächlich Barsche. Ich hoffe, das geht heute auch so, weil bis jetzt ist der Wurm drin. Und allmählich muss der Knoten platzen. Los geht's. Brauchst du, glaube ich, nicht für. Kleiner Rapfen. Der erste Fisch. Rapfen. Zu klein und falsche Spezie. Und tschüss. Ja, ich hatte ja die Fischgarantie abgegeben. Die Größe konnte ich halt nicht sagen. So Leute, was ich jetzt machen werde, ist, obwohl wir so flach sind, doch mit Gummifisch zu angeln. Und das aus folgendem Grund. Der Zander, der eben hinterher kam, den habe ich so ein bisschen als lethargisch empfunden, also ein bisschen slow, muss man sagen. Und was in diesen Bereichen punkten kann, ist wirklich ganz leicht bebleite Köpfe. Der hier hat zum Beispiel 10 Gramm, das hat schon mal. Aber eher noch leichter. Und das zeige ich euch mal. Hier zum Beispiel 8,5 Gramm. Damit werde ich jetzt den ersten Köder bebleien. Und zwar Lime Chartreuse, weil das Wasser ist etwas angetrübt. Und dann werde ich den zweiten auch noch mal mit 8,5 Gramm bebleien. Oder mit 10, ich weiß es noch nicht. Ja, mit 10 habe ich ihn schon bebleit. Ich mache mal 7, ich mache mal noch leichter. Also dann habe ich einen mit 8,5, einen mit 7 und einen mit 10. Jetzt müssen wir gleich hier rausfahren, weil da kommt gleich eine harte Unterwasserbuhne. Und die wollen wir natürlich nicht küssen. Und was ich jetzt mache, ist wirklich ganz leicht kurbeln und nur so zupfen durchs Kraut. Und immer wenn ich das Kraut habe, dann schlage ich den so ein bisschen frei. Okay, so there is the team LMAB on our left, but they are fishing shallow, and we will fish deep. I think we have different technique here. To me, they are fishing for pike, don't you think? It's 1.5 meter there. Pike or Sender, yeah. Yeah, very shallow. Yeah, yes. We have team LMAB on our right, but we are here on the drop-off fishing 7 meter, trying to find for zander. And we are anchored, and they are drifting on the plateau. I think there is probably 1.8 meter, maybe under the boat. So I don't know what they are doing. I would say maybe for pike or zander either shallow. It's just different techniques. But we are close, but fishing totally different kind of spot. It will be interesting to see the results. But now it's quite slow. Hier vorne links neben uns ist jetzt das Rapala-Boot. Also Marcel Weigel und sein Teamkollege Albin. Ich weiß nicht so genau, was die da machen. Ich glaube, die angeln
ja, Kante. Ich denke mal so 3, 3,5, 4 Meter. Auch nicht schlecht fürs Zanderangeln, muss man sagen. Allerdings, also ich bevorzuge hier eher die 1 bis 2 Meter Tiefen. Und deswegen auch die Technik, die ich hier nutze. Dieser Gummifisch, so leicht bebleit, gibt mir die Möglichkeit, wenn nicht zu starker Wind ist, also wenn jetzt sehr starker Wind wäre, hätte ich zum Beispiel weiter mit dem Multivibe geangelt, weil man dann einfach nicht die Möglichkeit hat, so langsam und gemächlich hier den Gummifisch durchzuzupfen. Aber ich benutze da die genau gleiche Route wie vorhin auch, 15 bis 45. Die ist nämlich für diese Angelei wirklich, wirklich gut geeignet. Dadurch, dass sie ein bisschen länger ist auch, kann man da schön aus dem Handgelenk raus und aus dem Konter hier aus dem Ellenbogen immer diese Zupfer variieren, aber eben auch aus dem Kraut vernünftig rausschlagen. Das ist halt wichtig. Und obwohl ich jedes Mal mit im Kraut hänge, ist das durch den Einzelhaken so und durch die echt etwas straffere Route so, dass ich dann ohne Kraut wieder zurück zum Boot komme. Und das ist eigentlich das Geile daran. Also auch da eigentlich die Zander Jigge hervorragend für geeignet. Dementsprechend hart kommen auch die Bisse oben in der Spitze an, dadurch, dass man auch nicht wirklich tief im Wasser ist, sondern über Flachwasser angelt. Jetzt war ich wieder im Kraut und dann gestalte ich den Zupfer etwas schneller und etwas härter und dann bin ich wieder frei vom Kraut und kann halt wirklich gut so weiter angeln. Ja, mal schauen, was die Jungs da veranstalten. Ich weiß gar nicht, ob die schon was gefangen haben. Ich glaube, bis jetzt haben tatsächlich nur... Doch, Marcel hat gefangen gleich am Anfang. Marcel hat was gefangen. Der hat einen Pike gefangen heute Morgen. Es ist natürlich... Es ist auf jeden Fall nicht so einfach, das Ganze. Es ist nicht so einfach. Also man sieht schon, dass alle ein bisschen strugglen, außer natürlich, die hätten die es anders erwartet. Mit weiß ich nicht, wie viel Fischen bereits in der Wertung, aber Team Nace mal wieder ordentlich am Rasieren. Bis jetzt zumindest. Wenn man vom Teufel spricht. Hecht. Schade. Leider nicht der gewünschte Zander, Nee. aber eventuell ist eine Verbesserung. Wie war es der kleinste jetzt? Kannst du tatsächlich nicht sagen 63? Irgend sowas. Was fischst du aktuell? Predator 5 Inch? Predator 5 Inch, ja. Nicht mal eine Verbesserung. Na, doch. Meinst du? Ja. Oh, Was denn? den Hammer. Ja, natürlich. Ah, dein Gummi ist weggeflogen. Ich hab Ja, gedacht, ja. der Köder ist weggeflogen. Hast du ihn? Ja, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, was der kleinste Fisch ist. Über 0,5, ne? 69. Kleines Upgrade. 69er Hecht. Schnell zurück. Upsa. Tschüss, Großer. Du bist frei. Ah, ich habe schon gedacht beim Biss, das ist kein Zander. Und dann ist er auch relativ schnell Egal. raus. Verbesserung. Ja, weiter geht's. Kannst du dich mal nach vorne legen wieder, bitte? Das ist aber alles verstauen. Wir machen einen Spotwechsel. Hier kam jetzt leider nicht der erwünschte Zander, aber wir konnten Hecht fangen. Kleines Upgrade. Schwimmweste für den Kameramann und los geht's. Geht sogar, ne? Sind fünf Zähler. Also so schlecht ist gar nicht. Nö, Oder 6. 63 war der kleinste, ne? Oder 64? 64. Dann weiter. Abmarsch. Viel mehr Fisch? Das den Hecht, 69. Der ist da. Er hat da gefischt, weißt du? Er fährt jetzt los. Er hat genau da gefischt. Weil alle im Boot sind da. Junge. Kein Scheiß. Kommt er da hin, fängt nicht heute wieder ab. Hä? Naja. Aber die sind gut, ey. Die haben 83er Hecht, 93er Hecht, 77er Hecht, 69er Hecht und einen 67er Zander. Mhm. Habt ihr anderen was gefangen? Nee. I would kick your ass if I could, but I'm deep, deep down on the bottom of a well. I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land.
Ja, es war was Kleines. Aber zumindest Kontakt. Schau mal. Hinten hauen die drauf und klauen dir den Teller. So, ich wechsle jetzt mal vom Jigspinner auch auf ein kleines Gummi, um die Kante mal ein bisschen abzufischen. Relativ schwer mit 18 Gramm, obwohl wir hier gerade bei 2 Meter Wassertiefe stehen. Mal ein bisschen aggressiver jiggen. Exklusive Sonderfarben, brandheiße Neuheiten, teilweise schon vor der Markteinführung, erprobte Klassiker, passendes Zubehör, wertvolle Expertentipps, Anwendungsempfehlungen per Flyer und Video, eine Chance auf den Monatsjackpot, nützliche Goodies und einen riesigen Preisvorteil. All das gibt es per Lure-Drop-Abo monatlich zu dir nach Hause geliefert. Check www.luredrop.de und werde auch du ein glücklicher Lure-Dropper. Lure-Drop. Christmas every month. Jetzt auch in Österreich verfügbar. Krasse Neuigkeiten für alle YPC-Zuschauer. Mit dem Gutscheincode YPCBOAT gibt es ab sofort ein von mir ausgewähltes, richtig geiles Köderpaket im Gesamtwert von über 80 € für all diejenigen unter euch, die einen Zielfisch-Expertenkurs auf anglerschmiede.de kaufen. Du lernst von bekannten Angelexperten, was du über deinen Zielfisch wissen musst und wann du ihn wie fängst. Der Kurs kostet 79 € und ist durch das Köderpaket quasi geschenkt. Und an alle von euch, die noch keinen Angelschein haben, der Code funktioniert auch bei unseren Vorbereitungskursen für die Fischereischeinprüfung. Jetzt buchen und absahnen. Gut, wir müssen was machen. Wir brauchen unbedingt die Zander und wir nutzen jetzt die Power Hour. Wir werden versuchen, die Zander anzuwerfen also als erstes, der erste Köder ist der The Jerk von 13 Fishing. Hat perfekt gearbeitet im Training, hat er super gefangen und auch jetzt ja, vor 2-3 Wochen war ich mal übers Wochenende hier, da lief das super. Und ja, wir suchen die Fische mit dem Mega Live von Humminbird und hoffen, wir können schnell die 2 Zander fangen. Wir haben genau 1 Stunde. So Marcel is now fishing on the front with the fish finder, sharp shooting. So we cannot be 2 people doing that kind of fishing. So I'm just randomly casting all around and check what can eat that bait. It's quite a deep place, but we can see some fish cruising in the water column. So anyway, I will keep casting during this hour and hope that Marcel will do good. Wir haben hier eine Geberstange, wo der Livegeber montiert ist und wir gucken 25 Meter nach vorne. Hier sind so 2 Pfeile, so 2 Finger und ja, da wo die Finger hinzeigen, haben wir so einen kleinen Kegel und da können wir dann die Fische sehen. Wir müssen natürlich sehr, sehr genau werfen und ja, am Anfang ist es definitiv nicht einfach und nicht jeder Fisch hat Bock, aber das kennt ihr ja auch vom Angeln, das ist so. LMAB fischt im Flachwasser primär auf Hecht. Rapala versucht es nun weiter östlich, pelagisch auf Zander. Hardy Rice im Fluss auf Barsch und Nace kommt gerade am nächsten Zander-Spot an. Lass es ein Zander sein, jetzt zieht ihn echt, ne? Obwohl. Ja.
Das ist ein Zander, sein dicker. Die Schläge sind immer im Hecht leider. Das ist ein guter Zander. Yes, Dicker. Oh. Wir haben ihn. Predator 5 Inch. Predator 5 Inch. Oh, geil. Bringst mir kurz die Scale hinter? Ja, wo ist die? Immer noch da? Ja. Der Plan ist voll aufgegangen. Unser zweiter Zander ist im Netz. Wieder ein ganz schöner 5 Inch Predator 1004 hat geliefert. 1005, Dicker. Was habe ich gesagt? 1004, oder? Entschuldigung. Oh, nicht so schlimm. Haben Sie ja jetzt gehört, dass es 1005 ist. 64,5, über der 64,5, somit 55 Zähler mal 1,3, 65 Zähler. Ich bin völlig durch den Wind. 65 Zähler mal 1,3. Richtig schöner Zander, der darf gleich wieder zurück. Geil. Ja, der war sehr, sehr wichtig. Geil. Super Waxen. Während sich die anderen Teams an diesem zähen Tag ziemlich schwer tun, läuft für Nace alles nach Plan. Selbst die schwierigen Zander sind nun schon in super Größen abgehakt. Die Konkurrenz kommentiert dieses Fangergebnis voller Bewunderung. Ja? Felix. Ja, Zander voll, Hechte voll, Bonus voll. Das würde ich mir jetzt auch wünschen. Dürfen die eigentlich noch mitmachen? Ah Gott, Sakra! Das kann doch nicht fressen. Immer noch am Schwanz drauf, das war aber guter. Und den Schwanz gezogen. Hey! Einen Schwanzhaken ranmachen. Ja, jetzt haben wir Zander voll, Hechte voll. Jetzt die Frage, gehen wir auf die Fullkarte und versuchen Barsche zu fangen? Ich würde sagen, Barsch machen wir an der anderen Zone. Da kennen wir sehr gute Barschspots, hier nicht. Hier würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen Barsch, Hecht oder Zander, ne? Ja, ist halt die Frage, was wollen wir, was heißt wollen. Ganz so aussuchen können wir uns das natürlich auch nicht, aber was wollen wir als Bonusfisch? Die zwei Sagen wir mal so, Hecht ist deutlich aktiver als Zander, kann man schon sagen. Obwohl, also die anderen Teams haben insgesamt nur 3 Fische gefangen. Ne? Ja. Aber davon waren 2 Zander, einer ein Hecht. Aber wir haben jetzt schon 6 Hechte, glaube ich, ne? So im Verhältnis zu 2 Zandern. Das ist dann schon deutlich, aber... Dann lass uns doch jetzt hier noch eine Stunde weiter auf Zander angeln und dann können wir noch mal ins Flache gehen. Ja, du weißt, im Flachen kommen tendenziell die dicken die großen Zander. Auch, ne? Ja. Schwierig. Ich würde sagen, wir machen alles genauso weiter, wie wir es jetzt gemacht haben. Läuft doch gut. Hast du auch Und recht. gehen mal wieder ins Flache, mal wieder hierhin. Alles mal probieren. Wenn du das den ganzen Tag machst, bist du danach fix und alle. Also wenn du das den ganzen Tag auf den Bildschirm guckst, als hoch, runter, drehen an der Stange und die ganze Zeit auf dem Bildschirm, das macht einen wahnsinnig. Und dann siehst du die Fische kommen, aber nicht beißen. Das ist das Schlimmste überhaupt. Aber es gibt auch Tage, ja, da läuft das richtig gut. Und ja, wir brauchen keine Tage, sondern wir brauchen heute genau 1 Stunde. Also jetzt noch so 40 Minuten wahrscheinlich, die richtig gut laufen müssten. Quite interesting. It's incredible how the technology have just make our fishing completely different. But it's also very frustrating because then you can see how many fish there are and how many we catch, and I mean, fish are clever. What kind of bait are you using? Bite. I had a bite. I had a bite. I had a bite. What kind of bait? The jerk. Yeah, yeah. What color? The white. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, I had a bite also. Yeah, yeah, yeah. Yes, there are some fish here. Yeah, yeah, yeah. I will go to a smaller bait. Wir sind direkt an der neuen Stelle und der Köder war gerade unten und ich hatte den ersten Fehlbiss. Ja, ich konnte es auch ziemlich gut sehen auf die Mega Live. Der Fisch ist leider nicht hängen geblieben. Gut. Ja, unter meinen Köder sind gerade ein paar kleine Zander. Ihr seht so diese kleinen Huppel, die da drunter durchgehen. Oh, I had a bite. Oh, next bite. Yeah, but there are 4. There's Short coming. bites. There's coming. It's coming, the fish. I saw it on my fish finder. And gone. It was lying on the bottom. Ja, okay.
Letzte 2,5 Stunden kann natürlich extrem viel noch passieren am ersten Tag. Aber man merkt, bis jetzt zumindest, die Bissfrequenz ist nicht so hoch. Nicht mehr wahrscheinlich. Oder nicht mehr. Und ja, kommt echt wenig Fische, wird generell gemeldet in der Gruppe. Enrico hat tatsächlich einen Biss gehabt. Ein ganz guter. Aber leider kann man Bisse nicht kochen. Leider kann man Bisse nicht kochen. Nicht braten oder so, habe ich mal gehört. Gibt's doch nicht. Mann, ey. Erster Biss des Tages und dann versemmelt. Das gibt's doch nicht. So, die letzten 20 Minuten der Power Hour brechen an. Ja, wir sind jetzt immer noch am Vertikalangeln, hatten jetzt wirklich 2, 3 kurze Tocs. Leichte Bisse, werden keine großen Fische gewesen sein. Aber ich glaube fast, sie hätten uns deutlich weitergeholfen, weil Maß hatten sie bestimmt. Da kommt der nächste hoch, ihr seht's. Swimming away. Look at the bait and turn around and... Oh, bite. Small bite. Crazy. They are not biting, Marcel. You can clearly see they just attack because they are aggressive, but... Yeah. Really slow. Yeah, because I shrink the size of my bait. Now I have a 4-inch. 4-inch? It's quite small and still just have the bang. And they do not swallow it, they probably just split it. Let's see if the bait is still there. Yeah, look. You see what happened? That was a bite, and the bait is small. Clearly, it's a small bait, so they are not aggressive. Yeah. Got it? Fish. Well done. Net. Please come with the net. Michael, Sorry. Of course I will come with the net. What do you think I will do? It's not a big one. Never mind. But it's over. This is the size. Yes. Well done. Whew. Don't worry, Michael. I won't run away with the net. I will come. Sorry. Yeah. This is 7. This is 7 and this half? Yes, 47 and a half. I think so. 40. Yeah. 48? No. You agree? No. Yes. 47. Yes. 47. 47. Yes, 47. Sorry. Small sender, and yeah, go away. Whew. That's so a crazy day. Yeah, it's clearly hard work. Those fish are not biting. It's good that Marcel managed to get one. I don't know how many bites we had, but they are just short bite. Anyway, they are there. We caught one, very small one, but that's it. Better than nothing. Ein kleiner pelagischer Zander für Marcel, doch bei den aktuellen Fangergebnissen kann dieser Fisch noch verdammt wichtig werden. Rapala liegt nun hauchdünn vor dem LMAB-Team, das momentan mit einer Fehlbissplage zu kämpfen hat. Wieder ein Fehlbiss auf den Extra Vibe. Ich weiß nicht, ob die Fische nicht mehr so gut drauf sind oder ob das bei uns einfach Pech ist. Ich habe sofort den Köder gewechselt, weil manchmal, wenn die Fische nicht hängen und sie stehen da aber immer noch, und die haben vor allen Dingen den Haken nicht gespürt, also sie haben nicht gehangen, dann ist es wichtig, ganz schnell den Köder zu wechseln, nochmal hinzuwerfen, weil manchmal, das ist nicht immer so, aber manchmal ist das tatsächlich dann von Erfolg gekrönt und der Hecht beißt nochmal halt auf einen anderen Köder. Das war jetzt leider nicht der Fall, aber ich bleibe jetzt trotzdem nochmal 5 bis 10 Minuten bei dem neuen 12 cm Drunkbait. Und zwar in der Farbe Caipirinha.
Klaus, um es vernünftig auszudrücken. Aber mit 8 Gramm bebleit, also eigentlich so ähnlich wie vorhin, als ich den großen Hecht drauf hatte und dann verloren habe. Einzelhaken, dann kommt man vernünftig durchs Kraut und das mache ich jetzt noch mal ein paar Minuten hier die Kante lang und dann werden wir vielleicht sogar unsere Live-Hour, Power-Hour, wie auch immer man das nennen will. Nein, es heißt Power-Hour, aber wir werden dann wahrscheinlich live gehen und gucken, dass wir irgendwo noch im Mittelwasser einen Fisch angeangelt bekommen. Power-Hour und wenn dann nichts geht? Brücke. Brücke oder Biesbosch? Ja, also da die Seite der Rand. Ja. Wie tief läuft denn deiner? Wie tief läuft denn deiner? Welcher? Ja, ich weiß nicht. Ich nehme auf jeden Fall einen tieflaufenden. Keine Ahnung. 3,5 Meter. Ja, sowas nehme ich. So, wir werden jetzt gleich unsere Power Hour starten. Fahren jetzt ein paar Meter weiter an eine Steinpackung und da werden wir schleppen. So, ich wechsle mal ganz kurz auf eine Craw. Parallel ein bisschen Barsch angeln. Mal gucken, vielleicht geht da was. Das wäre jetzt natürlich ein absoluter Hammer, wenn wir auch noch die Barsche fangen. Aber wie schon gesagt, ich glaube, das ist was für den nächsten Tag. Mal gucken. Trotzdem, eigentlich wäre es jetzt gut, noch mal den Zander oder Hecht zu verbessern. Obwohl, also so schlecht sind unsere Fische nicht, muss man sagen. Ne? 93? Nee, die Hauptfische nicht. Die 2 Bonusfische könnte man noch definitiv 69 verbessern. und 77 finde ich schon okay. Stimmt, sind die. Ja, stimmt. Der 77er ist ja auch noch einer von den Bonusfischen. Den 69er, da hätten wir gute Chancen, den zu verbessern. Ja. Ich hatte einen. Fuck. Oh, ich habe einen Biss gehabt und. Oh. Ich glaube, das ist Raspler vom Barsch hier. Oder Zander. Es sieht eher wie Barsch aus. Wir haben uns tatsächlich dazu entschlossen, unter die Live-Angler zu gehen. Zumindest probieren wir es. Daniel baut gerade die Geberstange an. Und wir werden probieren, jetzt tatsächlich irgendwo pelagischen Fisch anzuangeln in unserer Power Hour. Wir haben eh nur noch 59 Minuten, von daher, was wir jetzt eigentlich machen ist, wir fahren hier eigentlich nur gleich mal über tieferes Wasser und gucken mal, was uns da erwartet. Und ich hoffe, dass wir irgendwo einen Fisch finden, den wir vernünftig androppen können. Mal sehen. The Power Hour is over, just finished. Well, must say that well done. We had was under, a few bites, nothing big. That's it. Anyway, we managed to catch one. Now we are just making a few casts on the places where we had the zander bites. There is a small school of small zander here, probably all around the same size as Marcel had. Try to catch another one casting. Bit frustrating because during the pre-fishing we were catching fish pretty on every spot that we have been fishing since this morning, and today, I mean, it's different. But anyway, it's not finished. We'll catch another one and a bigger one. Yeah. Es befinden sich bald wieder alle 4 Teams auf dem Hollandsdieb. Rapala wirft, Nace rast, Hearty Rice schleppt flussabwärts und LMAB angelt nun pelagisch. That's a proper zander! We done it, my boy. We fucking did it! I told you, man. I told you. Leute, wir haben es echt nicht viel geübt. Aber, warte. yes! Woo! Get the scale, my boy. Get the scale and look at this beauty. Yes! A real beauty. Okay. Careful. Yes! Here we go! And it's a
71. 71. 71. Yes! Nice. Wollt ihr es schon probieren? Mit dem Livescope. Wir haben eine Technology auf dem Boot. Wir haben es jetzt ein paar Mal geübt. Es hat auch im Training 1-2 Mal geklappt. Das war schwierig, aber wenn man das nicht versucht und nicht übt, dann wird man nicht besser da drin. Es ist so geil. Es ist so geil. Oh. So eine Leistung, so geil. Also Leute, der Fisch geht jetzt gleich zurück. He gave me shake hands, you see that? Let it rain! Let it rain! Nein, Mann. Toller Zander. Das pelagische Angeln klappt besser als erwartet und so kann LMAB den bisher besten Zander der Gruppe in die Wertung bringen und sich Platz 2 zurückholen. Leider fällt zur Unzeit die Hauptkamera aus. Der Kameramann kann zum Glück noch die letzten Momente des kurzen Drills mit dem Handy festhalten. Das nur zur Erklärung, weshalb das Bild in dieser einen Aufnahme optisch aus der Reihe tanzt. So, wir sind jetzt wieder flach, gucken noch mal einen dickeren Hecht zu kriegen. Hier gibt es auch Barsche und Zander. Mal gucken, ob irgendwas davon Lust hat zu beißen. Wir werden es sehen. So, ich setze wieder auf die Farbe, welche vorhin auch im Tieferen funktioniert hat. 1005. Hier als Warrior mit einem Predator getrailert. Mal schauen, ob sie das auch im Flachen mögen. Heute Morgen hat es leider nicht geklappt, aber vielleicht jetzt. Okay, new spot. And we need one sender for the board. Yeah, and a bigger one to improve the other. We just, yeah. Let's fish that spot, you know, during like 5 minutes, move 5 minutes, move 5 minutes, try to find an active fish. Yeah. Ooh! Hard bite? Ooh, that was a... Ah, have you seen it? No. Twice. Come on! When I was, you know, going back with the lure, I see the braid. How can it be possible? Maybe, you know, perch that are not big enough to swallow the whole bait. Let's see. Crazy. It was good. It was a good bite. So, hiermit beenden wir unsere Power Hour. Die wäre jetzt eh nur noch 10 Minuten gegangen. Und jetzt fahren wir noch mal 1, 2 Stellen jiggen. Und dann ist die Zeit auch schon fast rum. Finde ich viel entspannter. Hier haben wir wenigstens ein bisschen Musik vom Zug, ein bisschen Action. Holen wir jetzt einen Fisch. Shimano hat die innovative Flashboost-Technologie entwickelt. Ob in Aktion oder bei einem Spinstop, es werden permanent Lichtreflexionen ausgesendet. Eine durch Federn im Kunstköder fixierte Spiegelfolie vibriert und erzeugt dabei diffuse Reflexionen. Selbst wenn sich der Hardbait nicht bewegt, vibriert die Spiegelfolie weiter und blitzt auf. Sie haucht dem Köder Leben ein und triggert Raubfische zum Anbiss. Das ist Flashboost. Schon. Guter? Kann ich noch nicht einschätzen. Warrior? Ja. Ein kleiner Hecht. Cashern?
Ja. Gerade eben den Köder gewechselt, zweiter Wurf. Kleiner Hecht, das ist kein Upgrade leider. Egal. Oh, war das ein krasser Biss. Krasser Biss. Eieiei. Der ist noch hinterher. Ah, hast du ihn gesehen? Oh, war dein Kaliber ungefähr. So, da ist der Köder. Warrior 1005. Kleiner Hecht. Leider kein Upgrade. Der darf gleich wieder zurück. Na komm. Und weg ist er. So, jetzt machen wir noch mal was anderes. Ich glaube, No Action angeln nicht so viele hier. Vor allem die ganzen Leute, die No Action angeln, angeln die meistens pelagisch. Und es wird oft unterschätzt, wie gut man die dann wirklich jiggen kann. Also zum Jiggen ein absolut geiler Köder. Und das werde ich jetzt mal machen, waxen. Und werde damit einen dicken Zander rausprügeln. Das ist okay für dich? Ja, das könntest du jetzt mal machen. Sehr gut. Dann mache ich das. Ja, Fisch. Fisch on. Gut. Gerade auf den Split gewechselt, oder? Ja. Ich glaube, das ist ein großer Fisch. Das ist kein großer Fisch. Aber ist ein Upgrade. Yes. Yes, ist ein Upgrade. Gerade noch gesagt, große No-Action-Sheds absolut unterschätzt beim Jiggen. Und da hat er mir das nächste Upgrade beschert. Das nächste Upgrade beschert. Du sagst es, Alter, sind die aktiv gerade. Nein! Ja, das war das Upgrade. Passiert. Können wir nicht mehr ändern? Alter! Fuck. Ja, so ist das. Also das ist mir auch noch nicht passiert. Mist. Naja. Passiert im Besten, hä? Alter, das war echt... ich bin ein bisschen froh, dass es kein Fisch war, der jetzt lebensnotwendig... Also weiß man natürlich nie am Ende, aber... Weiß man nie. Ah, das war eine Aktion. Einmal mit Profis, sage ich immer. Aber was bewiesen hat, ich habe gerade klug geschissen, dass ganz viele Leute es unterschätzen, solche Köder zu werfen. Erster Wurf mit dem Split, direkt Fisch. Ja, es war Fisch Nummer 10 heute. Er war ein Kescher, also zählt er. Nur nicht im Ranking. Stell dir mal vor, uns fehlen nachher 5 Punkte oder so am Ende, um weiterzukommen. Ja, wäre ärgerlich. Was war das denn? Wie beim legendären Film der 90er Free Willy fasst sich der Hecht ein Herz und ihm gelingt doch tatsächlich der beherzte Sprung in die Freiheit. Kein Upgrade für Nace. Momentan sieht es jedoch so aus, als würden Felix und Dustin das verschmerzen können. Ja, noch 40 Minuten, nee, 33 Minuten noch zum Fischen. Die Zeit wird langsam knapp. Albon hatte gerade einen schönen Biss, hat den Fisch auch kurz drauf gehabt. Leider ist er wieder ausgestiegen. Also wir haben wirklich ein bisschen Struggle heute. War mit Sicherheit der 10. oder 12. Biss heute, den wir nicht gekriegt haben. Yes. Yes. For sure. That's it. That's it. So don't tell me to take the net. I will take the net. Could be a pike. Yeah. That's the sender. Take it easy. Yeah, it's a good one. Put some pressure. Pike. Yes, it's Pike. a pike. That was. We have time. Yeah, so that's the fish I probably had. Yes. Woo, well done. Okay. Okay. Perfekt.
74, I would say. Yes. Yes? Is it 74 or 70? 74. Yes, okay. Yeah, got it? Okay. Yeah. Take it? Yeah. Yes. So erleichtert. Das war so ein harter Tag heute. Und vielen Dank. Love Pikes. Yes. Please go. Yes. Ah. Wir lassen es übrigens nicht regnen. So wichtig. So wichtig. Okay, komm. Catch. Ja. Sender. No. But I'm so happy. Ja, that's good. Twitched my, oder I changed my leader. Ja, Leute, total wichtig. Wenn ihr auf Zander angelt und wirklich an so extremen Kanten angelt, wo das flache Wasser kommt und das Kraut kommt, benutzt auf jeden Fall ein Stahlvorfach, auch bei 10 cm Ködern. Die Hechte, die werden euch das danken. Marcel freut sich über seinen 3. Wertungsfisch. Kann Josef wie im letzten Jahr unter der Brücke einen großen Fisch fangen? Fisch! Fisch. Oh, Alter, der war gut. Was soll denn das? He? Es mag einfach nicht. Es mag nicht. Ja, wenn es nicht will, dann will es einfach nicht. Da kannst du machen, was du willst. Das ist einfach irre. Okay, Leute, die letzten 20 Minuten brechen an. Eben, wo ich gesagt habe, die letzten 30 Minuten oder 33 brechen an, da hat das ganz gut geklappt in der Moderation. Da kam nämlich direkt ein schöner Hecht nochmal mit 74 cm. Und ja, ich hoffe, das klappt jetzt nochmal. Ja, muss ich wahrscheinlich ein bisschen länger reden. Das war wirklich gerade echt ein Zufall. Wir fischen so einen harten Tag heute. Wenig gute Bisse. Wir hatten viele Bisse, aber viele kleine Barsche oder kleine Zander. Aber das war wirklich ein schöner Biss. Ja. Wir müssen hart arbeiten, aber das müssen anscheinend alle Teams. Okay. So, erster Wurf, erster Biss. Beziehungsweise der Split hat beim ersten Wurf direkt geliefert. Jetzt noch mal kurz auf Barsch. Vielleicht hier kann die Craw das ja auch. Und wenn das ein Barsch ist, verspreche ich euch, wenn der im Kescher landet, der springt nicht mehr raus. Und wenn, dann springe ich hinterher. Das verspreche ich euch. Oder Wecki, je nachdem wer schneller ist. Ne, Waxen? Für so einen Barsch wirst du jetzt einiges tun. Alles. Alles? Alles. Okay, da fällt mir was ein. Ach, kein Problem. Wir haben ja so viele Waxen, Wikinger, Wecki. Und Wecki regt sich immer auf, dass er neue Spitznamen bekommt. Aber So langsam reicht's auch. ja, aber siehst, die Leute greifen es auf, die Leute feiern es, die Leute lieben es. Sie lieben dich. Vor allem deine Brillen. Die Auswahl ist immer wild. Ja, gell? Die gefällt mir. Fisch. Geil. Legst du einen Barsch? Hoffentlich. Zappelt wie ein Barsch. Ist aber kein Barsch. Zu stark, gell? Ja. Mann, ey! Egal, könnte auch ein Upgrade sein. Das ist kein Upgrade. Nee. Aber, wisst ihr, was richtig lustig ist? Erster Wurf mit der Craw. Erster Wurf mit der Craw. Ich sag, erster Wurf mit der Craw, vielleicht macht sie das Gleiche. Oh, der wollte schon wieder rausspringen. So, der ist auch schon gelöst. Ja, der andere war deutlich größer, ne? Ja, der war viel größer. Daran sieht man mal, dass es doch ein Upgrade gewesen wäre. Das ist nämlich ein 68er. Kein Upgrade. Aber Craw, erster Wurf, erster Fisch. Schau, großer. Schade. Hier, da ist deine Craw. Oh, ich habe so auf einen Großen Barsch gehofft, ich auch. Barsch gehofft. Naja, dafür ein bisschen Bewegung im Boot. Jetzt sind wir wieder wach, jetzt können wir richtig loslegen. Fisch Nummer 11. Nur der falsche. Das bringt alles nichts. Numbers brauchen wir nicht. Die zählen bei dem Wettkampf nicht. Dann wären wir, glaube ich, wenn man so guckt, ganz gut dabei. Obwohl es kann natürlich sein, dass, obwohl was maßige Fische betrifft, glaube ich schon. Naja,
Weiter geht's. Oh, Fisch. Zander. Rein, 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 rein. Split. Kleiner Zander, aber Zander, es wird kein Upgrade sein, ne? Ich habe auch gerade schon mal in den Report geguckt. Enrico hat einen 71er Zander gefangen, das ist natürlich sensationell. 71er? Ja. Wow. Das ist krass, ja. Das gibt richtig Punkte. Und damit wird die ganze Geschichte spannend. Das ist ein, siehst du das? 49,5, siehst du? Ja. Also ein 50er. 50 mal 1,3 sind, glaube ich, nicht 69, ne? Nee. Ich weiß es nicht. Der darf zurück. Das sind 65 Punkte, wenn ich mich nicht täusche. Aber Fisch Nummer 12, ey, wir haben ein bisschen Frequenz, das ist doch geil. Und noch mal eine kurze Sache. Das war jetzt wirklich ein 50er, also 49,5er oder 0,6. Und hier ein 17 cm No Action Shad. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Absolut unterschätzt beim Jiggen. Ne? Das ist jetzt der zweite Fisch, den er mir bringt. In kürzester Zeit. Weiter geht's. Kleiner Zander für Dustin. Allen anderen Teams hätte er etwas gebracht. Doch Nace kann diesen Fisch nicht mehr einbringen. Wer holt sich die letzten Punkte am heutigen Tag? Stop. It's coming, it's coming. Ich weiß. He turned around. He's going down. Yep. Marcel, 5 minutes left. Yes, 5 minutes to go. We need to make the magic cast. The magic cast. Yeah. Bring some magic to it. Moment. The next one, is it? Yeah, same. I will just cast, make the magic one. Fuck, hier kommt der ganze Weg. Now he's going down. Fuck. Oh ja, okay, kommt gut. Stop. Ja. Er kommt. Hängt? Ja. Yes! Oh, small one. Let's do it. Jesus, man, what you rushed like 3 meters or something. Like a pike. Fuck, Alter, geil. Mann. Next Zander in the boat. Was wir nicht so gut sind bis jetzt, ist natürlich zu sehen, wie groß die sind. Also, das braucht ein bisschen mehr Erfahrung, aber egal. Aber egal, weil Zander. Und maßiger Zander auch. Ich glaube, der ist auch eine Verbesserung zu uns. Oder ja, wir brauchen größeres 50. Nein, also erstmal brauchen wir überhaupt einen Fisch. Überhaupt einen. Ja, stimmt. Nächster Zander. No, it's 46. Yeah, I see it. It's not on the 46, okay, it's fine. It's 46. Really small fish? Ah, ja. Foot 46 and our fish. Whee! Man, nice. It's good teamwork, das Pelagic-Sache, muss ich sagen. Nice fish, huh? Man freut sich wirklich. Look how big he is. Mann, das ist so geil. Das ist echt krass, das ist so geil. This can become a real big bull. Yeah, he's got a proper back, huh? Ja. Geiler Fisch, Leute. Ich bin so happy. Also der geht schnell zurück. Der ist auch angry. Tschüss. Yes. Der zweite pelagische Teamwork-Zander für LMAB bildet den Schlusspunkt an diesem harten Angeltag. Nace trotzte den schwierigen Bedingungen und kann nur noch von Barschen im Hungerstreik vom Viertelfinale abgehalten werden. LMAB hat 4 Fische, aber nur eine Art. Es müssen an Tag 2 Hechte und Barsche her. Rapala konnte mit 2 Hechten und einem Zander schon 2 Fischarten fangen. Ihr Nachteil könnte jedoch der fehlende Zander sein, falls die lichtscheuen Räuber im klaren Wasser der Zone West so schlecht beißen wie an den Vortagen im Training.
Für Hearty Rice muss an Tag 2 ein mittelschweres Angelwunder her. Josef und Pascal haben nach ihrem ernüchternden Angeltag, den wir Angler so ehrlicherweise alle kennen, das erste Wort. Ja, das war heute ein frustrierender Tag. Es wollte einfach nicht. Wir sind Schneider gegangen. Das ist schon lange nicht mehr passiert in einem Turnier, aber es passiert halt. Kann man nichts machen. Wir haben alles gegeben. An dem Bissen soll es nicht gelegen haben. Ja. Einfach keiner kleben geblieben. Genau. Wir hatten ja ein paar schöne Bisse. So, die Bisse waren ja sehr rar heute, aber die wollten halt nicht mitfahren oder sich nicht vermessen lassen, wie man es sehen will. Naja, morgen ist auch noch ein Tag. Da werden wir wieder alles geben. Und hoffentlich geht es ein bisschen besser. Der Schneider muss raus. Das geht gar nicht. Morgen anderes Gewässer, ja. Anderer Tag. Ja. Und dann sehen wir es. Okay. Day 1 is over. Yeah. Yes. We cannot manage the sender. That was the target from today. Yeah. But we caught 2 pikes and 1 sender. Yeah. Small sender. I mean, it was a tough day. We did what we could. I mean, it's clearly we were targeting zander on the day where the zander were very difficult. Yeah. And the pike were feeding. Yeah. Yeah. But you know, that was the strategy. I mean, if you want to on the other zone, I mean, zander are even more difficult than here. So yeah. Next day is in the east zone, and yes. We were looking for pike at first, and then perch. We managed to perch, yes. And if we are lucky and if we manage to get pike and perch, I mean, we can maybe try to spend some time on zander. Yes. Maybe during the sharpshooting time. Yeah. Yes. You know, during that time we can maybe sharpshoot for them. Or vertical or vertical or anything. Yes. Yeah. That could be the solution. Well done. I mean, Thanks. I was teasing the fish, you were catching them. I mean, that's a team effort. It was a pleasure. Yeah, for me. good job. Thanks. Good job. Yeah, well okay. done. Team Rapala, we are out for the day. Yeah. But we come back. But we'll be back. Yes. Okay. Das war's. Ich bin happy. Ey, unser Plan ist aufgegangen. Hechte, Zander wollten wir voll machen, haben wir beides gemacht. Die Größen hätten ein bisschen besser sein können. Aber ey, ich will mich nicht beschweren. Nee, auf keinen Fall. Komm her. Schöner erster Tag. Guter erster Tag und es geht übermorgen weiter. Und da fangen wir hoffentlich die Barsche. Ey, danke fürs Zuschauen, danke für den Support. Liken, kommentieren, abonnieren wie immer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, ciao. Mann, in Easys, wir haben's schon hingekriegt, also kein Scheiß. Ey, 71er ist ein super Fisch. Mann, geil. Geile Arbeit. Ja. Leute, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Es hat uns echt Spaß gemacht. Uns hat Spaß gemacht, ja. Wirklich, also diese Power Hour, wir waren echt unentschlossen, ob wir die überhaupt machen sollen, weil wir stellen uns natürlich nicht so professionell an mit der ganzen Geschichte, ist keine Ahnung, an Freddy Harbour. Aber irgendwann muss man starten damit. Ja. Und ich bin echt so froh, dass es auch geklappt hat. Das ist ein absolutes Teamwork und Zusammenspiel. Das Ganze ist nicht so easy, aber wenn es klappt, ist es so umso geiler. Ja, super. Ich glaube, sage ich mal, vom Situation, wir sind ganz gut im Rennen. Das ist nichts entschieden. Nein. Der zweite Tag wird alles entscheiden letztendlich. Ich meine, es ist alles komplett offen. Klar, Dustin ist gut vorne, mit Felix zusammen. Die sind auch einholbar, so theoretisch gesehen. Die haben jetzt kein absoluter Ausnahmefisch. Die haben gute Fische, solide Fische. Solide Fische. Aber und die haben schon 6 Fische im Scoreboard. Das stimmt. Das heißt, die brauchen eigentlich morgen nur Barsche angeln. Das stimmt. Und das werden sie mit Sicherheit hinkriegen und auch große Fische fangen. Also von daher glaube ich, wird es schwierig, sollten wir nicht Hechte und Barsche zusammenkriegen, auf dem ersten Platz in der Gruppe zu landen. Aber der zweite ist definitiv drin. Genau, und das greifen wir auf jeden Fall an. Geil. Leute, wir freuen uns, wenn wir euch wiedersehen. Klickt mal auf den Like, falls es euch gefallen hat. Schreibt mal irgendwas in die Kommentare, falls ihr Fragen habt. Wir lesen sehr häufig die Kommentare auch. Wir freuen uns darüber. Und ja, bis bald. Ciao. Nice, Mann.
Jesus Christ. Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Bereits am Sonntag geht es mit dem YPC Boat weiter, doch nicht mit diesen 4 Teams, sondern mit Gruppe B. Der YPC Best Champion und YPC Boat Vorjahresfinalist B1 Bootscenter trifft in Zone West auf Team Quantum mit Henry Fiss und Gerald Vierhaut. Team Humminbird mit Luis Mendes und Frédéric Julien und Team Westin mit Dietmar Isaisch und André Schmidt und damit auf absolute Vollprofis, was Turnierangeln auf den holländischen Großgewässern betrifft. Wir sehen uns am Sonntag um 18 Uhr. Ciao.